Amen. Amen. I want to apologize if my presentations seem to be rather disjointed. Ich möchte mich dafür entschuldigen, wenn es so ausscheint oder wenn es eher so den Anschein hat, als wären meine Präsentationen so aus dem Zusammenhang gezogen. If you check your schedule, you'll realize that I've actually gone over my allotted number of presentations. Und nicht so in Verbindung stehen. Und wenn ihr auf den Stundenplan schaut, dann seht ihr, dass ich eigentlich schon meine ganzen Präsentationen gehalten habe und jetzt mehrere halte. I wanted to cover a number of things whilst I was here. Ich wollte nämlich einige Sachen hier behandeln, während ich hier bin. I wanted to cover rules, Und zwar, ich wollte die Regeln behandeln. and I'm about halfway through that. I haven't quite finished that. Und ich bin ungefähr da so halb durchgekommen. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Then I wanted to cover the prediction before midnight, Dann wollte ich die Vorhersage vor Mitternacht behandeln. and I'm about 80% through that one. Und da sind wir so ungefähr 80% durch. And I also wanted to talk about the sealing Und ich wollte auch über die Versiegelung sprechen, in relation to our experience. in Verbindung mit unserer Erfahrung. And I haven't covered that yet. Und ich habe das noch nicht behandelt. And I wanted to discuss the judgment of the living. Und ich wollte auch das Gericht der Lebenden behandeln. And I've only done about 10% of that. Und da haben wir ungefähr 10% drüber geredet. So I just want to tackle a little bit on this issue of the sealing, Also jetzt möchten wir ein wenig um uns diese Versiegelung kümmern. because people have asked me some questions on this issue. Denn manche von euch haben mich da Fragen über dieses Thema gefragt. So if we turn to our Bibles, Also wenn wir jetzt unsere Bibel öffnen, Romans 1:18. zum Römer 1, Vers 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Da heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Romans 1:18. Römer 1, Vers 18. So the Bible speaks about a group of men Also die Bibel spricht über eine Gruppe von Menschen, who hold the truth in unrighteousness. welche die Wahrheit hochhalten in der Ungerechtigkeit. So I want to make a suggestion Oder welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Also ich möchte jetzt vorschlagen, that it's not actually possible to hold the truth in righteousness. dass es nicht möglich ist, die Wahrheit zu halten in Gerechtigkeit. So obviously that stands in opposition to this Bible verse, Und natürlich steht dies im Gegensatz zu diesem Bibelvers jetzt hier. and hopefully I'm going to explain what I mean. Und ich hoffe, dass wir dazu kommen werden, dass ich erklären kann, was dies bedeutet. So we'll just go through a couple of Spirit of Prophecy quotes. Also werden wir hier jetzt durch zwei Zitate von Ellen White gehen. Signs of the Times, April the 8th, 1886. Und dieses Zitat finden wir in Signs of the Times, der 8. April 1886. It was April 6th, April 8, 8. 1886. It's always good to look at the dates that these things were published, Es ist immer gut, sich die Daten anzuschauen, wann diese Dinge veröffentlicht wurden. which sometimes get obscured because we often go to compilations to find our quotes. Was manchmal so in die Vergessenheit geraten wird, weil wir uns so Zusammenstellungen der Zitate uns betrachten und nicht das Originelle. So I think it's important to see when this passage was written or published, Ich finde, es ist wichtig, dass man sieht, wann dieses Zitat publiziert wurde. because it must be connected to the 1888 Minneapolis Conference. Denn es stand in Verbindung mit der Konferenz in Minneapolis im Jahre 1888. So the Lord must be pre-warning his people about a problem in the church.
Also tut hier der Herr schon, muss er sie vor einem Problem in der Gemeinde, muss er sein Volk schon bereits vorwarnen. So we read Romans 1:18 talking about holding truth in unrighteousness. Also wir haben jetzt Römer 1, Vers 18 gelesen, nämlich diese Wahrheit in Ungerechtigkeit zu halten. Now Ellen White says this: Und Ellen White sagt Folgendes. there is such a thing as holding the truth in unrighteousness. Es gibt so etwas wie das Hochhalten der Wahrheit in Ungerechtigkeit. So she says it's a true thing. Und sie sagt, es gibt es also. Professing to believe it while our actions are like those of transgressors. Dass man vorgibt, es zu glauben, während unsere Handlungen wie die der Übertreter sind. Bible truth will be a power in the true believer's life. Die Wahrheit der Bibel wird die Kraft sein in dem Leben eines wahren Gläubigen. And it will give directness to all his efforts and a holy purpose to all his labors. Und es wird Richtungen angeben in all seiner Wirken und in seinen heiligen Vorgeben zu all seinen Mitarbeitern. So you can see in this passage she talks about two groups of people. Also man kann jetzt hier sehen, dass sie in diesem Zitat über zwei Gruppen spricht. And if we were to read the context of Romans chapter 1, we'd see two groups of people. Und auch wenn wir den Kontext von Römer 1, Vers 18 lesen würden, würden wir auch dort zwei Gruppen sehen. Obviously one group is holding the truth in unrighteousness and one group is not. Offensichtlich ist es, dass es eine Gruppe gibt, die die Wahrheit in der Ungerechtigkeit hält und dann eine andere nicht. Now those of you who are from the UK, Also diejenigen, die jetzt aus hier vom Vereinigten Königreich kommen, who live in the locality that I live in, und die dort leben, in der Gegend, wo ich lebe, you'll know that we've been studying the book Steps to Christ for a number of years. da wisst ihr, dass wir dieses Buch Schritte zu Jesus oder Weg zu Christus schon seit einigen Jahren studieren. In our prayer meetings. Und zwar in unserem Gebetsabend. I think we've been going for about 3 or maybe 4 years and we're on chapter 8 now. Und ich glaube, wir haben das jetzt 4 Jahre gemacht und wir sind jetzt in Kapitel 8. The reason why I mention that Und der Grund, warum ich dies erwähne, is because Ellen White is going to systematically take you through the steps of salvation in that book. ist, warum Ellen White in diesem Buch systematisch durch die Schritte hindurchgeht, die zur Erlösung führen. And when you're able to put those steps upon a line, Und wenn man jetzt diese Schritte nimmt und sie auf eine Linie anwendet, from my experience, from our experience, also aus meiner Erfahrung und auch von unserer Erfahrung, it begins to help us to understand how we're supposed to become Christians. dann hilft es uns zu verstehen, wie wir denn Christen werden können oder sollen. Not only as individuals, but as a corporate body, as a church triumphant. Nicht nur als Individuen, sondern auch als eine Körperschaft der Gemeinde, als die siegreiche Gemeinde. Now, if you were to review the chapter titles, Und wenn man jetzt nochmal sich die Titel der Kapitel anschaut, you'd see that in Steps to Christ, chapter 7, dann würde man sehen, dass im Kapitel 7 von der Weg zu Christus it's called the test of discipleship. genannt wird dieser Test oder diese Prüfung der Jüngerschaft oder der Nachfolge. And as I say, if you read all the chapters, Und wie ich sage, wenn man diese ganzen Kapitel liest, not only that one, ja nicht nur dieses eine, but she's going to explain what the test is. da wird sie dann erklären, was dieser Test ist. Many people come to me, Viele kommen zu mir und sagen, and I hear many people having conversations with other speakers, und ich höre ja auch viele Konversationen unter den Leuten, and their biggest concern is they don't know enough information. und dass ihre größte Verunsicherheit ist oder Problematik ist, dass sie sagen, sie haben nicht genug Informationen. And they think they're going to be lost because they don't know enough facts. Und sie denken, dass sie verloren gehen, weil sie nicht genug Wissen oder Fakten haben. Now you must realize that that's an incorrect model, Und man muss realisieren, dass dies ein falsches Modell ist, because the person who knows the most facts is Satan. denn die Person, die am meisten weiß, Fakten weiß, ist Satan. And we know he's lost. Und wir wissen, dass er verloren geht. So this issue of gathering information Also dieses Problem oder dieses Thema über diese Informationen, die man einholt, has a purpose, hat einen Zweck, but it's not the complete picture. aber es ist nicht das ganze Bild.
And what you're going to see, Und was man dann sieht, if you were to study from chapters 1 to 6, wenn man die Kapitel 1 bis 6 durchstudiert, and by the time you get to chapter 7, dass wenn man dann zu dem Kapitel 7 kommt, she's going to give you model after model dass sie ein Modell nach dem anderen gibt, to show you what the test is. um aufzuzeigen, was dieser Test ist. Now, human beings Also menschliche Wesen were constructed in the image of God. Wurden nach dem Bild Gottes geschaffen. And my presentation isn't to discuss the nature of a human being. Und meine Präsentation geht jetzt nicht um die Natur eines Menschen, But we have to briefly address some aspects of a human being. aber wir müssen kurz hier einige Dinge eines menschlichen Körpers oder Wesens erwähnen, To help explain some things. um einige Dinge besser erklären zu können. So, over and over again, Also immer und immer wieder people talk about the wheat and tares. sprechen Menschen über das Weizen und den Unkraut. And they say we can't identify them. Und sie sagen, wir können diese nicht identifizieren oder aufzeigen. So, everybody talks about the fruit of the Spirit. Also jeder spricht über diesen Frucht des Geistes. And they say if we can just check the fruit of the Spirit, Und sie sagen, wenn wir einfach nur diese Früchte des Geistes sehen könnten we'll be able to identify. oder nachsehen könnten, dann könnten wir auch unterscheiden. And my response, Und meine Antwort ist, you don't know what you're talking about when you do this. du weißt nicht, worüber du redest, wenn man das hier sagt. Or you haven't read correctly. Oder man hat nicht genau nachgelesen. Because to do this, Denn um das hier zu tun, to go down this road, diesen Weg so praktisch hinunter zu gehen, is based upon a premise. basiert auf einer Premise. A premise, a rule, a principle, Es basiert auf einer Annahme oder auf einem Prinzip, einer Regel. a prerequisite, Prerequisite. a foundation. Auf einem Fundament. Foundation isn't a good word. It's a premise. Also, It doesn't eine matter. Annahme. Okay, so the premise is this, Also diese Annahme ist folgende, that the wheat and the tares dass der Weizen und der Unkraut, all have the same type of fruit. dass sie die gleichen Früchte haben. Worse than that, Und was noch schlimmer ist, they assume that the wheat and tares actually have fruit. sie sagen nämlich, dass der Weizen und Unkraut sogar Früchte besitzen oder haben. And I mean fruit of the Spirit. Und damit meine ich die Frucht des Geistes. Now, we should know better Und wir sollten es besser wissen, if we had studied our reform lines, wenn wir unsere Reformlinien studiert hätten. because we're going to read Denn wir werden lesen, that the foolish virgins dass die törichten Jungfrauen, are actually destitute of fruit. dass sie gar keine Frucht haben. They don't have fruit, right? Yeah, they don't have fruit. Destitute, they don't have any fruit. Sie haben keine Frucht. So we'll just pick the three that everybody jumps to. Also wir gehen jetzt ein, wo jeder dann hingeht. Love, Liebe, peace, Friede and joy. und Freude. Because that's what people want to see. Das ist, was Menschen sehen wollen. And even the people who know me fairly well, Und sogar die Leute, die mich ziemlich gut kennen, this was me, das ist mich, and this was my enemy. das bin ich, das ist mein Feind. I'm saying discern which one has got the joy, Und dann sage ich jetzt, unterscheide, wer hat die Freude or who's got the peace, oder wer den Frieden hat or who's the most loving. oder wer ist derjenige, der am meisten liebt. You're going to be hard pressed to do that. Und das ist sehr schwer, dies zu tun. So let's read something from early writings. Lasst uns etwas von Early Writings, frühe Schriften sagen. Good. So early writings, Also Early Writings, frühe Schriften, page 55. Seite 55. So this is the third waymark. Also dies ist die dritte Wegmarke. And you've seen me say a number of times now Und ihr habt mich schon ziemlich häufig jetzt gesehen, that everything's in the second. dass ich sage, dass alles im zweiten passiert. By the time you get to the third, it's finished. Und dass, wenn man zu dem dritten kommt, dass alles bereits zu Ende ist. And we certainly know that in the Millerite history. Und wir sehen das sehr gut in der Milleritengeschichte. So I don't think that it's got a chapter number, but it's titled The End of the 2300 Days.
Okay, also es gibt ja auch einen Namen des Kapitels, aber hier dieser Titel ist, what is the title? Sorry. End of the 2300 Oh, okay, days. das Ende der 2300 Tage. Early Writings 55, paragraph 1. Okay, Early Writings, also Frühschriften im Englischen, Seite 55, Paragraph 1. So she's going to explain how the Father and the Son move from one apartment to the next. Okay, und sie wird jetzt nun erklären, wie der Vater und der Sohn von einem Apartment im Heiligtum in das nächste gehen. The one thing everybody on this movement should be experts about Diese eine Sache, wo jeder in dieser Bewegung ein Experte drin sein sollte, is that everything is progressive. und zwar, dass alles voranschreitend ist. So if we get to the end Und wenn wir zum Ende kommen and we see an experience there, und wir dort eine Erfahrung sehen, because we're October 22nd, wir sind am 22. Oktober 1844, we know that there has been a build-up to this experience. da wissen wir, dass es praktisch so eine Aufbauarbeit bis zu dieser Erfahrung gab. It doesn't just happen here. Es passiert jetzt nicht einfach nur hier, It's revealed there. sondern es wird hier sichtbar. So I'm going to cut into the paragraph and just read the last section of it. Okay, ich werde jetzt in diesen Paragraphen hineingehen und nur die letzten Teil hier lesen. I think it's the last 3 sentences. Die letzten 3 Sätze. Begins with those. Und es beginnt mit diejenigen. So it says, those who rose up with Jesus would send up their faith to him in the holiest and pray, Diejenigen, die sich mit Jesus erhoben hatten, folgten ihm im Glauben in das Allerheiligste und beteten: My Father, give us thy spirit. Mein Vater, gib uns deinen Geist. Then Jesus would breathe upon them the Holy Ghost. Dann blies Jesus den Heiligen Geist über sie. In that breath, In diesem Hauch, there was light, da gab es Licht, power, Macht and much love, joy and peace. und viel Liebe, Freude und Friede. Love, joy and peace. Also Liebe, Freude und Friede. Next paragraph. Im nächsten Paragraphen. I turned to look at the company who were still bowed before the throne, Ich wandte mich nach der Schar um, die immer noch vor dem Thron gebeugt war. because they don't know that Jesus has left it. Sie wussten nicht, dass Jesus den Thron verlassen hatte. Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. Satan schien bei dem Thron zu sein und zu versuchen, das Werk Gottes weiterzuführen. I saw them look up to the throne and pray, Father, give us thy spirit. Ich sah sie zu dem Thron aufschauen und beten: Vater, gib uns deinen Geist. They asked for the same thing. Sie fragen hier nach der gleichen Sache. Satan would then breathe on them an unholy influence. Satan hauchte dann einen unheiligen Einfluss über sie aus. In it In ihm, was much light in demselben war Licht, and power, viel Licht und viel Macht, but no sweet love, joy and peace. aber keine süße Liebe, keine Freude und kein Frieden. Satan's object was to keep them deceived. Satans Werk war es, sie zu betrügen und Gottes Kinder in die Irre zu führen. Now we all know love, peace and joy are the fruit of the Spirit. Wir wissen, dass Liebe, Freude und Friede die Früchte des Geistes sind. But maybe you want to keep it in case. Yeah, he has to pull up the new one. So we know love, peace and joy are the fruit of the Spirit. Also wir wissen, dass Liebe, Friede und Freude die Früchte des Geistes sind. This group are destitute of the fruit. Und diese Gruppe hat hier keine Frucht. So when we talk about trying to identify wheat and tares by their fruit, Also wenn wir jetzt darüber uns unterhalten wollen, dass man den Weizen und den Unkraut anhand der Früchte unterscheiden kann, I mean, it's easy to see. dann ist es einfach zu sehen. They don't both have fruit. Both don't have fruit? They don't. Beide haben keine Früchte. These have no fruit of the Spirit. Und sie haben keine Früchte des Geistes. The parable teaches that. Und zwar das Gleichnis lehrt uns das. If you go back and check the original of what a tare is, Also wenn man jetzt zurückgeht und im Originalen schaut, was ein Unkraut ist, it's a plant es ist eine Pflanze, that when it's young looks identical to wheat, dass wenn sie jung ist, genauso wie der Weizen aussieht, but when the fruit begins to come up,
Aber dann, wenn die Frucht aufkommt, it's actually a different color. dann hat es sogar eine andere Farbe. It actually becomes a black fruit. Es wird nämlich See. eine schwarze Frucht. So you can see they're totally different once the fruit stage occurs. Also man sieht, dass sie absolut grundlegend verschieden sind, sobald die Frucht hervorkommt. So I want to read another passage. Also möchte ich noch ein weiteres Zitat lesen. Tare. We're talking about wheat and tares. Also wir reden hier über den Weizen und Unkraut. If you check the tare that's in Matthew 13, Und wenn man Matthäus 13 da diesen Unkraut betrachtet, it's a black grain. da sieht man, dass es ein schwarzes Unkraut ist. Nicht Unkraut, Korn ist. Desire of Ages, page 455, paragraph 3. Also das Leben Jesu, Seite 455, Paragraph 3. This is chapter 50, Und das ist im Kapitel 50, among snares. also unter Täuschungen, Fallen. I think I'm going into the second sentence of the paragraph. Und ich werde in den zweiten Satz des Paragraphen gehen. 55.3. 455, Paragraph 3. It's almost, it's on the first page. Es ist noch auf der ersten Seite des Kapitels. So Jesus is going to start having this argument, this discussion with the scribes and Pharisees. Also Jesus wird jetzt diese Diskussion eingehen mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten. Alan White's going to call them the cavilers, the mockers. Ellen White beschreibt sie jetzt diejenigen, die spotten. And what we're going to see as we read this, Und was wir nun sehen werden, während wir dies lesen, she's going to talk about the truth and how it's accepted in a human being. und da spricht sie dann über die Wahrheit und wie sie in einem menschlichen Wesen angenommen wird. Remember we spoke in Romans 1, holding the truth in unrighteousness. Und erinnert euch, dass wir in Römer 1 gelesen haben, dass man die Wahrheit in Ungerechtigkeit festhält. We've spoken about the test of discipleship. Wir haben über diesen Test geredet oder diese Prüfung der Jüngerschaft und Nachfolge. And we've spoken about the fruit of the Spirit. Und wir haben über die Früchte des Geistes gesprochen. So let's draw a human being. Also lasst uns nun einen Menschen hier malen. I'll do it this way. So here's his brain Also hier ist nun sein Gehirn with the optic nerve mit diesem Nerv der Optik and an eye. und dann ein Auge. So we'll have a tube that goes down. Also hat man hier jetzt so einen Kanal, der nach unten geht And this tube goes into his heart. und das geht in sein Herz. So this is a description of a human being. Also das ist jetzt so eine Beschreibung des des Menschen. So we'll use phraseology that Ellen White uses, Und jetzt benutzen wir die Worte, wie sie Ellen White benutzt hat. and we'll call this the higher powers Und wir werden jetzt diese höhere Natur nennen and the lower powers. und die niedrigere Natur So you think about this in the concept of food. oder Kräfte. Und lasst uns dies im Kontext von Essen betrachten. By the way, when he talks about an eye, Und nur mal so zu sagen, wenn man um ein Auge redet oder davon redet, it could just as much be an ear. es könnte auch einfach nur ein Ohr sein. So you can either watch or listen. Man kann also entweder sehen oder hören. So how does truth come to a human being? Also wie kommt nun Wahrheit zu einem Menschen? Here's the truth Hier ist die Wahrheit, coming into a human being. die in einen Menschen hineinkommt. And where does it have to go? Und wo muss es nun hin? Has to go into the mind, the brain. Es muss in Gedankengut gehen, in dieses Gehirn. So you think about that as your mouth, but it's not really. Man könnte das auch als den Mund bezeichnen, aber nicht wirklich. Although we do eat the little book. Aber wir essen dennoch das kleine Büchlein Then it goes into our bowels. und dann geht es in unsere Gedärme. So here's the truth. Also hier ist nun die Wahrheit It's going into your brain, und sie geht in das Gehirn hinein and it goes down und es geht hier jetzt hinunter into your heart, und es geht in das Herz. and it's supposed to live there. Und es soll da jetzt leben. So if we were to think of the truth as a seed, Und wenn wir jetzt denken, wenn wir jetzt die Wahrheit als Same anschauen würden, it's supposed to enter you. dann soll dieser hineingehen. Here it is, Hier ist er. and it's supposed to go into your heart and find a place there, Und er sollte jetzt in euer Herz gehen und dort einen Platz dann auch finden. and to germinate and grow. Und dort soll er aussprießen und dann wachsen.
So Ellen White's going to discuss this. Und Ellen White wird dies jetzt beschreiben. The question of these cavilers Jesus met Die Frage von diesen Spöttern, die Jesus dagegen anging, I'm going to paraphrase. und ich werde es hier nur ungefähr sagen, ich werde es nicht unbedingt lesen. He didn't meet their objections by answering the objections, Also er hat jetzt nicht gegen sie angegangen, indem er ihre Frage beantwortet hat, but by opening truth to them. aber indem er ihnen Wahrheiten eröffnet hat. So if you ask a question to Jesus, Also wenn man eine Frage Jesus stellt, he's not going to answer your question dann wird er deine Frage nicht beantworten, if you ask for the wrong reason. wenn man aus dem falschen Beweggrund heraus fragt. He's going to tell you the truth that you need to know, not the truth that you're asking for. Er wird dir die Wahrheit geben, die du brauchst, wo er weiß, dass du sie brauchst, und nicht die Wahrheit, die du gerne wissen möchtest. She says this: Sie sagt Folgendes: the perception and appreciation of truth Die Annahme und Wertschätzung der Wahrheit, depends less upon the mind than the heart. sagt er, geht eher in den Gedankengut umher und ist nicht so abhängig vom Herzen. Truth must be received into the soul. Also es ist, Also es ist nicht so abhängig von dem Gedankengut, sondern eher vom Herzen. Die Wahrheit muss in der Seele angenommen werden. The word soul Also das Wort Seele is used in many different contexts. kann in vielen verschiedenen Kontexten benutzt werden. In this context, In diesem Zusammenhang it's referring to the heart or the lower powers. geht es um dieses Herz oder die niedrigere Natur. So it says truth must be received into the soul. Es heißt ja also, Wahrheit muss im Herzen angenommen werden. It claims the homage of the will. Und es verlangt nach der Übergabe des Willens. If truth could be submitted to reason alone, Und wenn die Wahrheit allein unter den Reason, unter der Vernunft unterstellt wäre, so the reason is the brain or the mind. also dieser Vernunft ist das Gehirn, If it was that easy, just on the mind, also es ist einfach nur so einfach auf dem Gedankengut, pride would be no hindrance in the way of its reception. dann wäre Stolz kein Hindernis, das im Wege der Annahme steht. So we have pride and reason. Also wir haben jetzt hier Stolz und auch die Vernunft. I want us to see this Und ich möchte, dass ihr Folgendes seht. because when you get into an argument, into a fight, Dass wenn ihr in einen Streit, in ein Argument hineinrutscht, what we can tend to do das was wir oft machen, normal, is keep arguing the point thinking they don't get it, they don't reason. dass sie diesen Punkt, den man rüberbringen will, nicht verstehen. Sie haben keine Vernunft. But most people get it the first time Aber die meisten verstehen es schon beim ersten Mal, if it's explained in a simple fashion. wenn es in einer einfachen Art und Weise erklärt wurde. The rejection of truth Die Ablehnung der Wahrheit is always because of pride in the heart. ist immer wegen des Stolzes im Herzen. But it is to be received through the work of grace in the heart. Aber wenn es angenommen werden könnte, dann ist es durch die Gnade, durch die Arbeit der Gnade im Herzen. And its reception depends upon the renunciation or rejection of every sin. Und seine Annahme hängt davon ab, dass man jegliche Sünde ablehnt oder wegtut. I'm going to paraphrase the next sentence. Und den nächsten Satz werde ich so in meinen Worten sagen. We can learn a lot of information Wir können sehr viel Informationen lernen in the brain, im Gehirn. but if the heart doesn't accept it, Aber wenn das Herz es nicht annimmt, it's of no value. dann bringt es uns nichts, hat es keinen Wert. The rest of the paragraph is good, but we're not going to finish it. Der Rest dieses Paragraphen ist auch sehr gut, aber wir werden es nicht zu Ende lesen. Let's read another sentence, Lasst uns ein passage. weiteres Zitat lesen. Let me summarize. Lasst mich zusammenfassen. Talking about the sealing, Also wenn wir über das Versiegeln sprechen, we spoke about the test of discipleship.
Da haben wir über diesen Test der Nachfolge gesprochen. Spoke about the fruit of the Spirit. Wir haben über die Frucht des Geistes gesprochen. They don't have the same fruit. Sie haben nicht die gleiche Frucht. This fruit is called wheat. Diese Frucht hier wird der Weizen genannt This one is called tare. und diese Frucht wird das Unkraut genannt. So you can't check people in the classic way that people might think. Also man kann jetzt nicht diese Person sozusagen abchecken in einer normalen Art und Weise, wie Menschen es tun. Then we've developed a model here Dann haben wir hier ein Modell entwickelt with the higher and lower powers. mit den höheren und der niederen Kraft. And we've got the truth as a seed. Und wir haben die Wahrheit als einen Samen. It enters a human being Und es kommt in ein menschliches Wesen hinein, through the brain, durch das Gehirn, the mind, dem Gedanken, the higher powers, die höheren Kräfte, through reason, durch die Vernunft. and it must sink through this tube and go into the heart. Und es muss durch diesen Kanal hindurch in das Herz gelangen. The lower powers, Die niedrigen Kräfte, the soul, die Seele, but pride often gets in the way. aber oft ist das Hindernis dort der Stolz. So you have to be humble to accept this. Also man muss demütig sein, um dies anzunehmen. For Bible Commentary 1161. Also hier im Bibelkommentar, Band 4, Seite 1161, Paragraph 6. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, Genauso schnell wie wenn, also genau dann, wenn Gottes Volk auf ihren Vorstirn oder auf ihren Stirn versiegelt sind, which is not a mark that can be seen, und das ist was kein Zeichen ist, was man sehen kann, but is a settling into the truth. aber es ist ein völliges Gesetztsein in der Wahrheit. So here's the truth. Did you read the part with intellectually? Just the truth. Okay. Also hier ist die Wahrheit And she's going to say, und sie sagt, this truth as it enters into you, diese Wahrheit, die in euch hineinkommt, let me put soul here, lass mich hier die Seele markieren, needs to be accepted diese muss angenommen werden, intellectually also die muss intellektuell and angenommen spiritually. werden und spirituell. So that they cannot be moved. Also die Wahrheit muss intellektuell und spirituell angenommen werden, so damit sie nicht bewegt werden können. And as soon as this happens, the shaking will begin. Und sobald dies dann passiert, dann wird die Sichtung aufkommen oder passieren. So here she talks about the sealing, Also hier redet sie nun von dem Versiegeln, which has got to do with the mind and the heart. welches im Zusammenhang mit diesem Gedanken und auch mit dem Herzen steht. The intellect, Mit dem Intellekt, reason, higher powers, mind. mit der Vernunft, mit der höheren Kräfte und mit dem Gedanken. Spirituality, Und dann die Geistlichkeit, lower powers, heart, soul. die niedrige Kraft, das Herz und auch die Seele. So let's just tie these thoughts together. Also lasst uns nun diese ganzen Gedanken zusammenbringen. But let's go to the New Testament. Lasst uns zum Neuen Testament gehen. We're going to go to the book of Mark, I think. Und lasst uns zu dem Buch Markus gehen. Chapter 4, verse 28. Kapitel 4, Vers 28. Mark chapter 4, verse 28. Markus Kapitel 4, Vers 28. For the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre und dann den vollen Weizen in der Ähre. So, let's put it on this board. Also lasst es uns auf diese Tafel tun. We planted a seed, Also wir haben einen Samen gepflanzt turns into a blade, und der sprießt jetzt hier auf then it has fruit, und dann kommt er zur Frucht. and then it has mature fruit. Und dann hat es ausgewachsene Frucht. First the blade, Also erst der Halm,
then the ear, after that the full corn in the ear. dann die Ähre und dann den vollen Weizen in der Ähre. So here are the 3 stages. Also hier sind diese 3 Schritte. Now we're not going to pull up all the Spirit Prophecy quotes, Also wir werden jetzt nicht die ganzen Zitate von Ellen White darüber hochholen. but when Ellen White comments on this kind of analogy, Aber wenn Ellen White hier kommentiert in dieser Abfolge, she says da sagt sie, it's perfect es ist perfekt at every stage. in jedem einzelnen Status. So if we were to go to the prophecy school from last September, Also wenn man jetzt zurück zu dieser Prophetieschule vom letzten Dezember geht, if you were there or you've watched those presentations, also wenn du dort warst oder man sich die Präsentation angeschaut hat, you'll know that I've taught that the sowing of the seed is at 9/11, da wisst ihr, dass ich dort gelernt habe, dass am 11. September der Same gesät wird and that the reaping und dass die Ernte midnight cry. der Mitternachtsruf und der Mitternacht bis zum Mitternachtsruf ist. In a general sense, In einer generellen Art, at a basic level. also auf ganz grundlegend. So the sowing of the seed here at 9/11 Aber dieses Sehen hier am 11. September is a representation of this plant growing. repräsentiert dieses Wachstum der Pflanze. So what does this growth represent? Also was repräsentiert nun dieses Wachstum? Does it represent you becoming better and better and better? Repräsentiert es nun, dass man immer besser und besser und besser wird? Or does it represent Oder repräsentiert es, an increase dass es eine Zunahme in what? in was? I didn't hear what people said. Knowledge. In Erkenntnis. So if it's representing an increase of knowledge, Also wenn es eine Zunahme in Erkenntnis repräsentiert, it's showing you from the very beginning dann zeigt es vom Anfang schon auf, that this person dass diese Person has experienced this. dies bereits schon erfahren hat. The truth has gone into their mind and then into their heart and settled there. Und dass die Wahrheit in die Gedanken gut hineingegangen ist und dann auch ins Herz und dort sitzt es nun. So when we think about this model Also wenn wir über dieses Modell nachdenken and we think about the test of discipleship and the fruit of the Spirit, und wenn wir über diesen Test der Nachfolge, diese Prüfung der Nachfolge und die Frucht der Geister betrachten, the clue's here. it concludes. The clue is in Okay, here. dann ist sozusagen dieser Clou hier. If you're going to test somebody, Also wenn man jetzt jemanden testen will, what must the test be? dann was muss dieser Test sein? It can't be Es kann nicht how much information you hold, der Test sein, wie viel Informationen besitzt. because the blade doesn't have much information, Denn dieser Halm hat ja nicht sehr viel Informationen. but it's perfect. Aber es ist perfekt. So the test of discipleship Also die Prüfung der Nachfolge is here. ist hier. And what is the test? Und was ist der Test? Because you can't take this truth, Denn man kann diese Wahrheit nicht nehmen, this new light, dieses neue Licht, and put it into what? und man kann es nicht wo hineintun. Old In skins or old vessels. in alte Haut, also in alte Töpfe. What would it do? Was würde es denn tun? It would burst them. Es würde sie zersprengen, kaputt machen. An old unconverted heart Ein altes, unbekehrtes Herz cannot take this truth. kann diese Wahrheit nicht annehmen. What would it do to the heart? Was würde es zu dem Herz tun? Destroy it. Es würde es zerstören. It would rupture. Es würde es kaputt machen. So the test of discipleship Also dieser Test der Nachfolge is this. ist folgendes. Has the truth entered the heart? Hat diese Wahrheit das Herz, ist es hineingekommen? Because God's not even going to look at your brain. Denn Gott wird noch nicht mal an dein Gedankengut, er wird es noch nicht mal betrachten oder anschauen. All he's interested is in this. Alles, was ihn interessiert, ist das hier. If you got cut short for any reason, Also wenn du hier zu kurz geschnitten wurdest aus irgendwelchem Grund, as long as the truth was in your heart, dass solange die Wahrheit in deinem Herzen ist, you would be found to be accepted.
dann würdest du dich wiederfinden, dass du akzeptiert bist. Whether you've got 1 talent, 2 talents or 5 talents. Es ist egal, ob du 1, 2 oder 5 Talente hast. So the test of discipleship Also diese Prüfung der Nachfolge is this. ist folgendes. Is the truth Ist die Wahrheit in the heart? im Herz? We all know what the New Testament promise is, don't we? Wir wissen alle, was das Neue Testament verheißt. Wissen wir es? Thy law Dein Gesetz have I hid in my heart. habe ich in meinem Herzen A verborgen. new heart will I give you. Ein neues Herz will ich euch geben. You need a new heart Ihr braucht ein neues Herz, to put the law into. um das Gesetz hineinzutun. Now we can understand this in the generic sense as Christians, Und wir können das generell als Christen so verstehen, but this is as much the 10 Commandments aber das ist wie die 10 Gebote, as it is the law and the prophets, wie es auch das Gesetz und die Propheten sind, which is the Bible, welches die Bibel ist, which is the line upon line welches truth that we hold on to. diese Linie auf Linie Wahrheit ist, an der wir festhalten. So when people talk about holding the truth in unrighteousness, Also wenn Menschen darüber reden, die Wahrheit in Ungerechtigkeit festzuhalten, it's the tares that do that. dann ist es das Unkraut, was dies tut. The wheat cannot hold the truth in unrighteousness. Der Weizen kann sich nicht an die Wahrheit in Ungerechtigkeit festhalten. So someone asked me to explain that, Also jemand hat mich gefragt, dies zu erklären. and so I've done about 20% of this seeding. Und nun habe ich jetzt ungefähr 20% der Versiegelung behandelt. Let me recap. Lass mich noch einmal wiederholen. You cannot hold the truth in unrighteousness Man kann die Wahrheit nicht in Ungerechtigkeit halten, because the test denn der Test is only observed here with respect to the heart. bezieht sich nur auf dieses Herz. And if you're holding the truth in unrighteousness, Und wenn du die Wahrheit in Ungerechtigkeit festhältst, where's it lodged? dann wo befindet es sich denn? In your mind. Es ist im Gedanken. So where must righteousness be? Also wo muss denn die Gerechtigkeit sein? Here, Hier, in the heart. im Herzen. And righteousness Und die Gerechtigkeit means being right, bedeutet gerecht zu sein, also richtig zu sein not being wrong. und nicht falsch zu sein. So I want to address another issue that people have confusion about. Und ich möchte noch eine weitere Sache behandeln, wo Leute etwas verwirrt sind. If you've been on this message for any length of time, Wenn man bereits schon einige Zeit sich in dieser Botschaft befindet, you'll know that we teach the following. dann weiß man, dass wir das Folgende lehren. The everlasting gospel Dass das ewige Evangelium, is a 3-step dass der dreifältige, prophetic. prophetischer, Let me rephrase that. lass es mich noch einmal wiederholen. No, Oh, wir nehmen es doch. I'll spell it correctly first. A 3-step prophetic test Also ein dreifältiger prophetischer oder 3 Schritte von einem prophetischen Test sind. we have the definition goes a bit further, Also die Definition geht auch noch ein bisschen weiter, but I just want to tackle this bit aber ich möchte nur mich um diesen Teil kümmern. because we're saying the everlasting gospel Denn wir sagen, dass das ewige Evangelium is exclusively to do with prophecy. handelt nur um Prophetie. Now, if you're coming to this movement for any length of time, you've heard enough people say this, Also wenn man sich bereits schon einige Zeit in dieser Bewegung befindet, hat man schon genug Leute gehört, die das sagen. the people will accept it Und die Menschen, die es annehmen, until we get troublers in Israel bis wir dann Probleme in Israel bekommen who say, hold on a minute, und dann sagen, warte mal, what hier, about the fruit of the Spirit, this love, joy and peace? was ist denn mit diesen Früchten des Geistes, die Liebe, der Friede und die Freude? Because this all looks a bit intellectual to me. Das schaut hier nämlich alles ein bisschen Intellekt für mich aus. So what they start doing Also was sie dann tun, is saying the prophetic gospel is the intellectual bit, sie sagen, dass das prophetische Evangelium der intellektuelle Part ist. and me smiling and being nice to you Und wenn ich lächle und schön, also freundlich zu dir bin, is the spiritual bit, ist das Geistliche, because I'm nice.
Denn ich bin ja freundlich. depending on what day it is. Es kommt auf den Tag drauf an. So the question we need to ask ourselves, Also die Frage, die wir uns nun selber stellen müssen, what does prophetic even mean? was bedeutet es denn prophetisch? Because we need to compare that Denn wir müssen das mit übereinstimmen oder vergleichen to moral. mit dem Moral. So what's the difference? Was ist denn der Unterschied? So if we had time, we'd go into our dictionaries, Also wenn wir Zeit hätten, dann würden wir zu unseren Wörterbuchen gehen. but we don't, so I won't. Aber wir haben es nicht, also wir werden es nicht tun. So moral Also die Moral is to do hat with people to people. mit Mensch zu Mensch zu tun. We could say people to God. Aber man könnte jetzt sagen, auch Mensch in Bezug mit Gott. So where do we find morality or the moral test? Wo finden wir denn Test. diese Moralität oder diesen moralischen Test? Where would you take us? Wo würde man dann hingehen? No one knows. Zu welcher Schriftstelle würde man The hingehen? law. Which law? Also zum Gesetz. Welches Gesetz? Okay, so we got the Ten Commandments. Also wir haben die 10 Gebote. So someone's saying that the Ten Commandments are moral. Also jemand sagt, dass die 10 Gebote moralisch sind. So let's take the Sabbath one. Sabbath commandment. Lasst uns das Gebot des Sabbats nehmen. Don't explain to me, but think about it yourself. Also erklärt es mir nicht, aber denkt selber darüber nach. What's the morality of the seventh commandment of the Sabbath, the seventh day Sabbath? Was ist die Moral des Gebots das 4. Gebot, also das Sabbatgebot? What morality does it contain? Also welchen moralischen Aspekt hat es denn drin? So my sister said it's a sign. Also meine Schwester hat hier gesagt, es ist ein Zeichen. So let me ask you a different question. Also lasst mich eine andere Frage fragen. Revelation 14, In Offenbarung 14, 9-11. Verse 9 bis 11. What's this about? Und worum handelt es sich da? About what? Eine Warnung über was? Okay, but simply, what is it to do with? Also einfach, um was geht es? This is the Sabbath, isn't it? Es geht um den Sabbat, richtig? So has this occurred yet? Ist das schon erfüllt? No. Hasn't Nein. been fulfilled. We haven't had this Sunday law, Nein, noch nicht, weil wir hatten noch nicht das Sonntagsgesetz. this great Sabbath test. Diesen großen Sabbattest. Still in the future. Es ist immer noch in der Zukunft. So is the Sabbath moral or prophetic? Also ist der Sabbat jetzt moralisch oder prophetisch? The answer is, Die Antwort ist, it depends. es kommt drauf an. It depends on the application that you're making. Es kommt auf die Anwendung, die du vornimmst, an. Let's do another one. Lass uns ein weiteres tun. Marriage. Die Ehe. What's the problem with having 2 wives? Was ist das Problem damit, wenn man 2 Frauen hat? What's actually wrong with it? Was ist denn überhaupt falsch damit? Because virtually every single creature on this planet does that. Denn ungefähr wirklich jede Kreatur macht das hier auf dieser Erde. There are very few that have partners for life. Es gibt nur sehr wenige, die wirklich Partner für das Leben dann auch haben. Most of them have large harems, like Also- a whole herd of women. Viele haben so praktisch wie so eine ganze Herde von Frauen. So is this moral? Also ist das moralisch? Moral? Okay, what is marriage a symbol of? Okay, also ist es moralisch. Also was ist die Ehe ein Symbol für? The church Die Gemeinde and und Christ. Christus. The marriage between God's people and himself. Also die Ehe oder die Hochzeit zwischen seinem Volk und ihm selber. Is the marriage finished yet? Also ist die Ehe schon bereits geschlossen, ist es So it's a fertig? future event. Oder ist es noch in der Zukunft? So is it moral or prophetic? Also ist es nun moralisch oder prophetisch? Depends. Es kommt drauf an. Okay, so on the testimony of 2, Also jetzt aufgrund 2 Zeugen are the 10 commandments moral or prophetic? sind die 10 Gebote moralisch oder prophetisch? Depends. Es kommt drauf an. Okay, so I wanted to set that up Und ich möchte dies hier aufstellen,
so that we can understand clearly the difference between the prophetic and the moral gospel. dass wir ganz deutlich den Unterschied zwischen dem prophetischen und dem moralischen Evangelium definieren oder aufzeigen können. Because there's a lot of confusion in our movement about what this definition is teaching. Denn es gibt viel Verwirrung in unserer Bewegung, was überhaupt diese Definition des Evangeliums lehrt. Because it then goes on to talk about two classes. Denn dann geht es weiter, dass es über zwei Gruppen spricht. So, when you take the Ten Commandments, Also wenn man die 10 Gebote nimmt, what are you required to do? was wird da verlangt von einem, was zu tun? Obey them. Man muss sie halten. Are we supposed to ask questions? Sollen wir Fragen stellen? Like why we're supposed to obey them? Zum Beispiel, warum wir sie halten oder befolgen sollen? Do we even know why we even do things? Wissen wir überhaupt, warum wir Dinge tun? I don't have time, but I'm going to say you don't even know why you do things. Ich habe keine Zeit, aber ich sage jetzt einfach, ihr wisst es noch nicht mal, warum ihr Dinge tut. The only people who are allowed to reason Die einzigsten Leute, die es erlaubt ist, also so vernünftig zu sein oder damit zu handeln, are whom? es wer? Come now, let us reason together. Sind diejenigen, also komm hin und lasst uns zusammen unterhalten, sprechen. And who's he talking to? Und mit wem spricht er? Sinners. Mit Sündern. People who aren't even Christians. Also Sünder, die sind noch nicht mal Christen. Because as soon as you become a Christian, Denn sobald, wenn man ein Christ wird, what do you become? dann bekommst du was, wirst du was. I don't know why we call servants, because servants get paid money. Ich möchte kein Diener nennen, weil ein Diener bekommt ja Geld. I think slave is a more appropriate relationship. Ich würde sagen, ein Sklave ist ein besseres Wort oder Verbindung, weil, ja. So I don't know if anybody knows anything about slavery. Ich weiß jetzt nicht, ob Leute hier jetzt über die Sklaverei wisst. But what do slaves have to do? Aber was müssen denn Sklaven tun? Obey. Sie müssen gehorchen. Without question. Ohne Fragen zu stellen. So what is a moral gospel or morality? Also was ist ein moralisches Evangelium oder ja? It's obeying without question. Es ist Gehorchen ohne Fragen zu stellen. Say amen if we agree with that. Sagt Amen, wenn ihr das versteht. Because you all practice this. Also ihr habt das alles schon praktiziert. Because none of you eat pork. Denn keiner von euch isst Schweinefleisch. And you don't even know why you don't eat it. Und ihr wisst noch nicht mal, warum ihr es vielleicht nicht isst. Except that your master told you you're not allowed to. Weil es einfach nur, weil euer Meister es euch gesagt hat, dass ihr es nicht essen sollt. The people tell me how bad pork is and it's got worms Und Menschen, die sagen, wie schlecht Schwein ist mit den ganzen Würmern da drin. and they're the garbage can of the planet. Und sie sind dieser ganze Abfall einmal von dem ganzen Planeten. So then I say, well, why can't you eat rabbits? Und dann sage ich, okay, warum kann man keinen Hasen essen? Because they eat the same food as cows. Das ist das gleiche wie eine Kuh. So we don't know why. Also wir wissen nicht warum. The moral law, Das moralische the moral Gesetz, gospel, das moralische if you Evangelium, want to pass, oder wenn man da jetzt so bestehen will, it means obeying without question. dann muss man gehorchen, ohne Fragen zu stellen. So let's look at what the prophetic gospel is then. Also lasst uns nun betrachten, was dieses prophetische Evangelium ist. So all of this is to do with prophecy, all this information here. Also die ganzen Informationen hier haben mit Prophetie zu tun. Who are the ones who are allowed to reason? Wer sind diejenigen, denen erlaubt ist, sich sozusagen zu unterhalten? Only sinners are allowed to reason. Nur Sünder ist es erlaubt, sich sozusagen zu unterhalten. Slaves just do what they're told. Also Sklaven, die müssen das tun, was ihnen gesagt wird. So we're all slaves here, Also wir sind ja alle Sklaven. and we go to the church Und wir gehen zu der Gemeinde and we talk about the 25-20. und wir reden über die 25-20. And what are we supposed to tell them? Und was sollen wir ihnen sagen? Obey, Gehorch. don't we? Sollen wir das nicht tun? And they say, I don't even know what it means. Und sie sagen, ich weiß noch nicht mal, was das bedeutet. So you say, do you believe in the spirit of prophecy? Und dann sagen wir, glaubst du im Geist der Weissagung? And they say yes. Und dann sagen sie ja. Then you say, we won't go to this chart.
Und dann sagen wir werden jetzt nicht diese Karte 'cause nehmen, this was made by men. weil das würde von Männern genommen. Let's go to this one, Lass uns zu dieser Karte gehen. because this has got the rubber stamp of a prophet. Also, denn dies hat einen Stempel des Propheten auf sich. It's got her handwriting all over this chart. Es hat ihre Handschrift überall auf dieser ganzen We Karte. can prove that. Und wir können das beweisen. And all over this chart is the 2520. Und überall auf dieser Karte ist die 2520. So if you believe in the spirit of prophecy, Also wenn man in den Geist der Weissagung glaubt, then you believe in the 2520. dann glaubt man in die 2520. And the people say, Und dann sagen die Menschen, what does it mean? was bedeutet es denn? And what are you supposed to say? Und was du dann sagen sollst, It doesn't matter. es tut nichts zur Sache. Just believe it. Glaub es einfach nur. I have this problem with many people. Ich hatte das Problem mit vielen. I say, why don't you share the 2520? Da habe ich gesagt, why did you Why share? don't you? Warum teilst du nicht mit anderen die 2520? And they say they don't understand it to explain it. Und sie sagen, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. And I'm saying, what don't you understand about the chart? Und dann habe ich gefragt, ja, was verstehen Sie denn von der Karte? Just get the chart, print it, and give it to everybody and say, obey the 2520. Nimm die Karte, tu sie ausdrucken, gib sie jedem und sag, gehorche dem 2520. Glaube an die 2520. Live Lebe or die. oder stirb. Just at that level. Nur auf auf dieser Ebene. Now, if you're clever, Und wenn man jetzt clever sozusagen ist, you can learn a few dates. dann kann man auch ein paar Daten da lernen. If you're even more clever, Und wenn man noch ein bisschen cleverer ist, you can learn some historical and some philosophical arguments about it. kann man historische oder philosophische Argumente darüber lernen. But 1 talent or 5 talent, Aber 1 Talent oder 5 Talente, what are you supposed to do? was man tun soll, was soll man tun? Accept Es sei denn, without also annehmen, ohne zu fragen. So, let's change this accept Und lasst uns jetzt diese Annahme ändern to obey. und zu gehorchen umändern. So we could go to any story. Also man könnte jetzt zu irgendeiner Geschichte gehen. 9/11. Der 11. September. What are you supposed to do? Was soll man tun? Obey Gehorche without question. ohne Nachfrage. So what's the difference between the prophetic and the moral gospel? Also was ist jetzt dieser Unterschied zwischen dem prophetischen und dem moralischen Evangelium? You obey without question Man gehorcht ohne Nachfrage. and you obey without question. Accept and obey. Okay. Both the same. Okay, man gehorcht ohne Nachfrage und man gehorcht ohne Nachfrage. So the difference is this. Also der Unterschied ist folgend. So I'll paraphrase because I'm running out of time. Die Zeit wird hier knapp, deswegen sage ich das hier in meinen eigenen Worten. Ellen White's going to say the prophecy Ellen White sagt hier, die Prophezeiung was seen sah so aus, was seen to be a delineation wurde gesehen, dass dies eine Abfolge war, of events Abfolge von Ereignissen, that lead down to the close of this earth's history. die bis zum Ende dieser Geschichte hinreichte. So the prophecy was seen Die Prophetie wurde gesehen, to be events dass sie Ereignisse sind on a line auf einer Linie, that lead you down to the close of probation. die uns dahin leiten würden bis zum Ende der Gnadenzeit. And the key word is this: Und der Schlüssel hier ist das, Folgendes, events. nämlich das Ereignis. So when we talk about the everlasting gospel, Also wenn wir über dieses ewige Evangelium uns unterhalten, the standard is this: dann ist der Standard folgendes. you need to obey without question, Man muss ohne Fragen gehorchen, just as you do every other commandment. selbst genauso wie man an jedes andere Gebot einfach gehorcht. And what is it that you're required to obey? Und was ist es, was verlangt wird, dass man gehorcht? The events. Und zwar den Ereignissen. And as soon as you realize Und sobald man dann auch realisiert, why the Lord gave us this definition of the gospel, warum der Herr uns diese Definition des Evangeliums gab, everything on this board makes sense. dann macht all das hier auf dieser Tafel auch Sinn.
Because when you talk about the fruit of the Spirit, Denn wenn wir nun jetzt diese Früchte des Geistes davon reden, here's the fruit. da ist dann die Frucht. So this fruit of the Spirit, which we call love, joy and peace, Also die Frucht des Geistes, welche wir die Liebe, der Friede und die Freude genannt haben, is a plant growing in your heart. ist ein Gewächs, was in deinem Herzen wächst. And if you want to see what the fruit looks like, Und wenn ihr sehen wollt, wie die Frucht nun ausschaut, all you need to do dann alles das, was man tun muss, is pick up from 9/11 dass man vom 11. September anfängt sozusagen and start seeing how this plant grows. und dann anfängt und zu sehen, wie diese Pflanze anfängt zu wachsen. So my question is, Also meine Frage ist, who is the plant? wer ist denn diese Pflanze? Who is the plant? Wer ist diese Pflanze? Okay, so it's not an individual, it's not you, Also es ist kein Individuum, es ist nicht nur dich, because hardly anybody was here at 9/11. denn fast keiner war hier am 11. September. So who is the plant? Also wer ist die Pflanze? It's this movement. Es ist diese Bewegung. It's not individuals. Sind nicht Individuen. This is a deceptive application that's been brought into our movement. Das ist eine täuschende Anwendung, die in unsere Bewegung hineingebracht wurde. Es ist eine Täuschung. What is this movement? Was ist diese Bewegung? It's the church triumphant. Es ist die siegreiche Gemeinde. That's what's been identified in all of these stories. Das ist, was hier in all diesen Geschichten eigentlich beigebracht wird, sozusagen. So the everlasting gospel, Also das ewige Evangelium, if you want to recognize between the wheat and the tares, wenn man zwischen den Weizen und Unkraut unterscheiden möchte, you need to find the fruit. dann muss man die Frucht finden. Only one group has got fruit, Nur eine Gruppe hat Frucht, because the other group is tares. denn die andere Gruppe ist ja Unkraut. It's not like they're both nice. Es ist nicht so, als wären sie beide freundlich. This person is nice, Diese Person hier ist freundlich and this person is just not nice. und diese Person ist einfach nicht freundlich. It doesn't change day by day, moment by moment. Es ändert sich nicht Moment bei Moment oder jeden Tag ist es anders. Because it's not talking about an individual person. Denn es redet hier nicht über eine einzelne Person. This church triumphant doesn't suddenly become bad halfway through its construction. Diese siegreiche Gemeinde wird nicht auf einmal schlecht auf dem halben Weg, wo sie zusammengebaut wird. It was perfect here, Es war schon perfekt hier and it will be perfect here. und es wird auch perfekt hier sein. And what's been identified in this growth, Und was in dieser Wachstumsphase aufgezeigt wird, this increase of knowledge, in dieser Zunahme der Erkenntnis, where it's perfect at every stage, wo es perfekt in jedem Status oder ist, is that the movement obeys without question dass diese Bewegung gehorcht, ohne nachzufragen. every single event. Und zwar jedem einzelnen Ereignis. So if you want to identify between the wheat and the tares, Also wenn man den Unterschied zwischen dem Weizen und dem Unkraut aufzeigen möchte, for sure you can look who's happy and who's not. dann kann man sicherlich sehen, wer glücklich ist und wer nicht. But you need some medical instruments that can go down into someone's heart Aber man braucht hier so ein paar medizinische Instrumente, um in jemanden sein Herz hineinzuschauen and can look at the plant growing here. und dort die Pflanze zu betrachten, die dort wächst. But you don't need to do that, Aber man muss das nicht tun, because all you need to do denn alles, was man nun tun muss, is check what comes out of the mouth. man muss nämlich das abchecken, sozusagen, was aus dem Mund hinauskommt. And see the events, Und see the events und die Ereignisse sehen, that people are teaching and believing. die Menschen glauben und auch lehren. Now I've spoken a number of times Und ich habe schon bereits öfters gesagt, to even question this dass man auch, wenn man selbst das hinterfragt, requires a leap of faith. Dass dies schon aufzeigt, dass man nicht genug Glauben hat, also dass da was fehlt. And what is the leap that you've suddenly just made? Und was ist jetzt dieser, okay, let me restate it. Also wenn man daran nicht glaubt, das zeigt schon, dass man praktisch wie einen Sprung im Glauben gemacht. Und was ist, wenn man so hüpft oder springt? The leap of faith
Und dieser Sprung im Glauben is you're on this platform, ist, dass man auf dieser Plattform sich befindet you leap off of it, und man herunterhüpft. and it takes a lot of faith Und es gebraucht sehr viel Glauben, to think you're going to be saved off this platform than on it. dass man sicherer ist, wenn man von dieser Plattform hinuntergegangen ist, als wenn man hier drauf bleibt. We need to recognize Wir müssen realisieren oder sehen, the steps that the Lord has led this movement through dass diese Schritte, wie der Herr diese Bewegung geführt hat, to understand um zu verstehen, who's got fruit and who hasn't. um zu verstehen, wer Früchte hat und wer nicht Früchte hat. Now, I said these people don't have any fruit. Und ich habe gesagt, dass diese hier drüben überhaupt keine Frucht haben. Obviously, that's not true Offensichtlich, das kann nicht wahr sein, because tares do have fruit, denn Unkraut hat Frucht. but it's not fruit of the Spirit. Aber es ist nicht die Frucht des Geistes. This is one model. Das ist ein Modell. I've brought another model in. Ich habe noch ein weiteres Modell aufgezeigt. Romans chapter 1. Römer Kapitel 1. Holding the truth in unrighteousness. Die Wahrheit in der Ungerechtigkeit zu halten. The fruit, Die Frucht, the truth, die Wahrheit, the same truth that went in. die gleiche Wahrheit, die hineingegangen ist. If it lodges in the mind Wenn es da in diesem Gedankengut hervorkommt and bears fruit, und dann Frucht gibt, it's different ist es eine andere Frucht to the same truth mit der gleichen Wahrheit, that lodges in the heart die im Herzen sich befindet und vorgeht and bears fruit. und dann Frucht bringt. You need to think about that Und darüber muss man nachdenken, because this is just line upon line, denn dies ist einfach nur Linie auf Linie, but it's two different parables or models. aber das sind zwei verschiedene Gleichnisse oder Modelle. And this is why we're confused. Und das ist, warum wir verwirrt sind. Because if you read early writings, Denn wenn man 55, frühe Schriften Seite oder Early Writings Seite 55 liest, it seems to give this idea da scheint es, dass da diese Idee hinüberkommt, that there's some different light and power. dass es da ein anderes Licht und Kraft gibt. Light is light. Licht ist Licht. They both receive the same light. Sie erhalten beide das gleiche Licht, Because this is truth. denn dies ist Wahrheit. Everybody's working with the same truth, Jeder handelt oder arbeitet mit der gleichen Wahrheit. using the same rules, Jeder benutzt die gleichen Regeln, but the application is wrong. aber die Anwendungen sind falsch. And how do you know if the application is wrong? Und wie weiß man, dass die Anwendungen falsch sind? You have to go to the everlasting gospel, Da muss man zu dem ewigen Evangelium gehen and it goes all the way down to events. und dann da geht es die ganze ganze Sache hier hinunter bis zu den Ereignissen. The other word for events Und das andere Wort für Ereignis is waymarks. ist eine Wegmarke. And it's a term that we use over and over again, the moving of the waymarks. Und es ist eine Bezeichnung, die wir immer und immer wieder gebrauchen, und zwar nämlich das Verschieben der Wegmarken. Ask anybody in this movement, Fragt jeden in dieser Bewegung and they'll all tell you und sie werden euch sagen, it's the other group that moves the waymarks, und es sagt, die andere Gruppe ist es diejenigen, die die Wegmarken not us. verschieben. Es sind nicht wir. So my next presentation, Also meine nächste Präsentation, what I want to show you was ich euch aufzeigen is the möchte, growth of this plant, dass dieses Wachstum dieser Pflanze, because that's how you're going to be able to identify who's moving the waymarks. nämlich somit kann man dann identifizieren, wer die Wegmarken verschiebt, By tracking the growth of the plant. indem man diesem Wachstums der Pflanze nachgeht. As long as you realize the plant is not you. Solange bis du wie lange du realisierst, dass die Pflanze nicht du selber bist, It's the church triumphant. sondern die siegreiche Gemeinde ist. When that's clear, Wenn das deutlich ist, you can have confidence. dann kann man Vertrauen Which is haben. what I said right at the beginning. Das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Just take my word for it. Nimmt mich einfach bei meinem Wort. This movement is the movement to be with.
Das ist diese Bewegung, mit der man sein sollte oder in der man sein sollte. Because this is the church triumphant. Denn dies ist die siegreiche Gemeinde. And what we haven't realized Und was wir noch nicht realisiert haben, is that there are two parallel movements in existence today. dass es dort zwei Parallelbewegungen gibt, die heutzutage existieren. And the second parallel movement Und diese zweite parallele Bewegung came in at 9/11. kam am 11. September hinein. And Matthew 13 identifies them as tares. Und Matthäus 13 identifiziert sie als Unkraut. Verse 24. Und also im Vers 24. And Matthew 13 verse 47 Und Matthäus 13, Vers 47 identifies them as bad or evil or wicked fish. identifiziert diese als böse oder schlechte Fische. So in summary, Also jetzt in der Zusammenfassung, when we talk about the sealing, wenn wir über die Versiegelung sprechen, we want to be careful about what our measuring stick is. da möchten wir vorsichtig sein, was unser Maßband denn ist. Because if you want to identify not only who has the fruit, but what the fruit is, Sondern wenn man hier nämlich dann sehen will oder aufzeigen will, wer die Frucht hat und nicht nur wer die Frucht hat, sondern auch was die Frucht ist, you have to use a prophetic gospel. da muss man ein prophetisches Evangelium dazu benutzen. And by the way, Und nur so nebenher, everybody in this movement today accepts that definition of the everlasting gospel. Everybody. dass jeder Einzelne in dieser Bewegung heutzutage diese Definition des ewigen Evangeliums auch annimmt. So all you need to work out, Alles, was man nun jetzt drum sich bemühen muss who's holding the correct events, oder rausfinden muss, ist, wer hat die richtigen Ereignisse. and how do you know? Und wie weiß man das? It's because you have to go back here and see how the plant's grown. Das ist, weil man da zurückkommen muss und sich anschauen muss, wie diese Pflanze gewachsen ist. Before you can get to the place where you even sow the seed, Und wenn man zu diesem Platz kommt, wo man oder bevor man sogar den Samen gesät hatte, you need to go to the preparation stage. muss man zu dieser Arbeit oder zu diesem Status, wo man alles vorbereitet hat, gehen. To the plowing. Nämlich zu dem Pflügen. Elder Jeff, Und ältester Jeff Brother Tabo, and myself, und Tabo und ich auch. if you've understood what we're trying to show, Und wenn ihr verstanden habt von dem, was wir versuchen zu sagen, it's an understanding or an explanation of the history of this movement. ist, dass dieser ein Verständnis von der Geschichte dieser Bewegung And to show you how the Lord has prepared this movement und aufzuzeigen, dass wie der Herr diese Bewegung darauf vorbereitet hatte and allowed it to grow, und es dann erlaubte zu wachsen, so that when we're here, dass wenn wir hier the very end, just before midnight, am Ende, kurz vor Mitternacht, my batteries run out, I know. also die Batterien sind hier, at least we can hear when the batteries are out. There. Testing? Ja. Just need to go ahead from somebody before I start. So, at the very end of our history here, Also genau am Ende unserer Geschichte hier, when the plant is coming to maturity, wenn die Pflanze dann sozusagen ausreift, and I'm saying explicitly that we're in the time period where the rain is being poured out, und ich sage, dass dies die Zeit ist, wo der Regen ausgegossen wird, we mustn't become confused dann sollen wir nicht verwirrt werden, of which movement is the true movement. welches Bewegung nun das wahre Bewegung ist. And the way you know Und die Art und Weise, wie man das wissen kann, is not by looking at the present circumstances, ist nicht, dass man sich die Umstände, die momentan herrschen, betrachtet oder anschaut, because the prophecy denn die Prophetie was seen
wurde angesehen, to be a delineation of events eine Abfolge von Ereignissen, that lead to the close of probation. die bis hinunter zu dem Ende der Gnadenzeit sozusagen hinleiten. We're almost here at the close of probation. Wir sind bereits fast an diesem Ende der If Gnadenzeit. you want to know what the correct plant is, Da will man dann wissen, was die richtige Pflanze ist. then you have to see how the prophecy was delineated through this history. Wenn man sehen will, was die richtige Pflanze ist, dann muss man zurückgehen und sehen, wie die Prophetie, hier die Abfolge der Prophetie muss man sehen. And I've marked 9/11, but we should really go back to 1989. Und ich habe hier den 11. September markiert, aber man sollte auch zurück bis zum Zeit des Endes gehen. So we should not be troubled Also sollten wir jetzt keine Probleme haben damit, as by any man durch irgendwelche Menschen today heute, trying to show that this plant has now become a tear, die heute aufzeigen, dass diese Pflanze ein Unkraut geworden ist. because that's what's being taught. Denn das ist, was gelehrt wird. Suddenly, Auf einmal, out of nowhere, vom Nichts da, kommt es auf, this plant that was doing really well dass diese Pflanze, der es richtig gut ging, has just perchance become a tear die auf einmal dann so durch dem Nichts einfach ein Unkraut geworden ist. by magic. Durch Magie. And the reason I say by magic Und der Grund, warum ich sage durch Magie, is because we spoke about Hebron. weil wir uns über Hebron unterhalten haben. And what is Hebron? Und was ist Hebron? It's more than a spell. Es ist mehr als nur ein Fluch. It's the place, Es ist der Platz, the people. das Volk. Which kind of people? Was für eine Art von Volk? In their simplicity, In ihrer Einfachheit, who don't know what's going on, die nicht wissen, was einfach vor sich geht, are bound together die zusammengebunden sind by the spell of a magician. durch den Fluch eines Magiers. Check what Hebron means. That's what the definition is. Sucht heraus, was Hebron bedeutet. Das ist diese Bedeutung. And this magician Und diese Magier would attempt to get those who are simple, trachtet danach, die zu bekommen, die einfach sind. cast a spell upon them, Tut einen Fluch über sie aussprechen. and the spell is this: Und der Fluch ist folgendes. you can change a wheat into a tear, Man kann nämlich einen Weizen in ein Unkraut verwandeln. just like that. So wie das, so ein Schnippen. After many years of growth, Nach vielen Jahren des Wachstums. and any sensible person Und jede Person, die bei Sinnen sozusagen ist, would flee die würde fliehen, if they were in their right mind. wenn sie ihre Gedanken noch beisammen hätten. The problem is, Das Problem ist, when you get caught up with magicians, dass wenn man mit Magiern in Verbindung steht und man da sozusagen ertappt wird and they cast spells upon you, und die Flüche über dich aussprechen, it's called spiritualism. das wird Spiritismus, danke, genannt. And what at first looked foolish becomes plausible. Was als erstes töricht genannt wird plausible, Believable. wird dann glaubhaft. So I've run out of time now. So Also die Zeit ist schon vorbei. when we talk about holding the truth in unrighteousness, Also wenn wir darüber reden, dass die Wahrheit in Ungerechtigkeit festgehalten wird if you look about trying to track love, joy and peace, und wenn man dann Liebe, die Friede und Freude nachgeht, Spirit prophecy teaches da lehrt der Geist der Weissagung, the tares don't have any. dass das Unkraut überhaupt nichts davon besitzt. It's a futile exercise to even compare at this level because there's nothing to compare. Also es ist sogar sehr schwierig, die beiden miteinander zu unterscheiden, denn da gibt es nichts miteinander zu vergleichen. We need to have 100% obedience without question Wir müssen 100%ig gehorsam sein, ohne Fragen zu stellen. of the waymarks that the Lord has given this movement. Über die Wegmarken, die der Herr dieser Bewegung gegeben hat. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we want to ask and pray for strength and wisdom. Herr, wir möchten dich bitten für Weisheit und auch Stärke.
as we study your word, während wir dein Wort studieren as my brothers and sisters review the material, und meine Brüder und Geschwistern, also Schwestern, hier dieses Material noch einmal betrachten, anschauen, may they be able to discern dass sie den Unterschied sehen mögen in the inspired word of God in dem inspirierten Wort Gottes, how to distinguish between truth and error. wie sie den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum sehen können. May each of us here Er möchte jeder hier understand the waymarks die Wegmarken verstehen, that you have laid before your people die du deinem Volk vorgelegt hast, over the last 2 decades, in den vergangenen 2 Jahrzehnten. and here at the very borders of Canaan. Und hier an den Grenzen zu dem Land Kanaan, Help us not to become confused, helfe, dass wir nicht verwirrt werden to lose our direction. und unsere Richtung verlieren. We're now in the final purging, Wir sind jetzt hier in der letzten Sichtung, the final separation. letzten Reinigung. Our Lord and Savior told us he lost not a single of his disciples. Und unser Herr hat uns gesagt, dass er nicht einer seiner Jünger verloren hatte. May this be the experience of each of us. Herr, möge das die Erfahrung eines jeden unseren sein. We pray in the name of Jesus. Wir möchten dies beten im Namen Jesu. Amen. Amen.